Hallo, ich bin Mitarbeiterin des Jahres 2021. Ich bin Mitarbeiter des Jahres 2022. Ich bin Mitarbeiterin des Jahres 2021. Und ich bin Mitarbeiter des Jahres 2022 am DHL Drehkreuz in Leipzig. Ich bin die Corinna und bin seit Dezember 2022 hier am DHL Drehkreuz als Arbeitsdirektorin tätig. Ich bin Lea, wir sind seit 2016 hier im Unternehmen und bin aktuell in der Personalabteilung für die Mitarbeiterbindung und Wertschätzung zuständig. Wertschätzung ist ein Grundbedürfnis. Jeder Mensch braucht Wertschätzung wie die Luft zum Atmen. Wertschätzung fördert das Selbstwertgefühl und die Motivation, denn schließlich soll ja Arbeit Spaß machen. Denn motivierte Mitarbeiter generieren zufriedene Kunden und sichern damit den Erfolg des Unternehmens. Wir schreiben hier Wertschätzung besonders groß. Unsere Teams können aufgrund ihres Can-Do-Spirits ausgezeichnet werden. Wir haben quartalsweise Ehrungen zum Mitarbeiter des Quartals, aber auch jahresübergreifende Leistungen werden bei uns zelebriert, unsere Mitarbeiter des Jahres. Neben denen haben wir auch noch Team-Events, Mitarbeiterveranstaltungen und Anerkennungswochen, bei denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gewertschätzt werden können. Bei dem Award zum Mitarbeiter des Jahres ist es so, dass das unser Flaggschiff unter den Anerkennungsprogrammen bei DHL Express und am DHL Drehkreuz Leipzig ist. Aber was heißt das denn? Unsere Mitarbeiter des Jahres haben die Gelegenheit, alle anderen Mitarbeiter des Jahres aus Europa in einer europäischen Metropole kennenzulernen, sich zu vernetzen und werden dort eben durch unser Management Board ausgezeichnet. Dies sind Erinnerungen, die fürs Leben bleiben. Die Mitarbeiterwertschätzung hier am DHL Drehkreuz ist deshalb so besonders, weil es für uns alle eine Herzensangelegenheit ist. Mitarbeiter des Jahres oder Mitarbeiter des Quartals zu sein, ist ein Erlebnis, das man nie wieder vergisst. Davon erzählt man auch seinen Enkeln und Urenkeln, weil es so prägnant einfach im Gedächtnis bleibt. Mein Name ist Sebastian, ich arbeite seit 2007 am Drehkreuz und habe hier angefangen als Auszubildender. Aktuell arbeite ich im Bereich Programs and Strategy und wir betreuen Projekte von der Idee bis zur Umsetzung. Ich bin Yvette, ich arbeite ebenfalls seit 2007 am DHL Drehkreuz, angefangen bei Security und seit 2010 bin ich im Equipmentraum. Hallo, ich bin der Philipp, ich arbeite in der Zollabteilung seit 2013 im Unternehmen und ich kümmere mich dort um Projekte. Hallo, ich bin die Sandra. Ich arbeite seit 2018 bei DHL in der Gefahrgutabteilung. Ich bin EY geworden im Jahr 2021. Erfahren habe ich es am 24.02.2022 in unserem Performance-Dialog durch unsere Supervisor und die ACS-Abteilung, die dann plötzlich alle vor mir standen und es dann hieß, wir haben eine Mitarbeiterin des Jahres in unserer Abteilung. Sandra, komm bitte einfach mal vor. Ich bin für 2022 Mitarbeiter des Jahres geworden und erfahren habe ich davon im Januar diesen Jahres. Und das war eine ziemlich lustige Geschichte, denn ich war in Elternzeit für den gesamten Monat und wurde dann telefonisch unter einem Vorwand ins Hub gelockt, sodass ich die Information tatsächlich überraschend bekommen habe. Im Gegensatz zu vielen anderen Nominierten wusste ich von gar nichts und war natürlich dann sehr, sehr überrascht. Die Ehrung Mitarbeiterin des Jahres habe ich empfunden als sehr überraschend, sehr erfreulich. Ich hatte eine Einladung, eine interne Einladung zu einer Veranstaltung. Dort wurde mir dies mitgeteilt mit Blumensträußchen und einer Gratulation. Ich kann Yvette zustimmen, es war für mich genauso überraschend. Wir haben zusammen Mittagspause gemacht mit meinen Kolleginnen und Kollegen und der Chef hat auf einmal einen goldenen Umschlag hervorgeholt, wo ich von der Nominierung erfahren habe und es hat mich sehr mit Stolz und auch mit Freude erfüllt. Ja, natürlich sehr, sehr geehrt habe ich mich gefühlt. Das steht natürlich außer Frage, so eine Ehrung, gerade mit dieser Personalanzahl, mit diesen Mitarbeitern, die hier im Unternehmen arbeiten, ist schon was ganz Besonderes. Wobei ich natürlich immer noch denke, dass andere Personen immer noch mehr können, dass immer noch mehr geleistet haben. Deswegen war ich umso überraschter, dass es dann tatsächlich mich getroffen hat. Die Ehrung als EY habe ich als mega große Auszeichnung empfunden. Es war mir eine riesengroße Ehre. Es ist so ein Punkt, wo man so gerne als Mitarbeiter hinarbeitet. Und wenn man es dann plötzlich wird, ist das einfach überwältigend gewesen. Und ja, ich mache eigentlich nur meinen Job, aber ich mache ihn halt auch gern.
Ich habe als Auszeichnung erhalten ein Modell eines Flugzeuges, eine gerahmte Urkunde, einen wunderschönen Blumenstrauß und zusätzlich obendrauf als großes Topping gab es eine Reise nach Lissabon. Die Reise war sehr, sehr anstrengend, aber auch phänomenal, so viele neue Menschen kennenzulernen, Mitarbeiter, die tatsächlich Teil dieses riesengroßen Teams sind. Und wir haben dort eine mega schöne Zeit verbracht. Ja, also ich bin ja vom Drehkreuz nicht der einzige ausgezeichnete Mitarbeiter des Jahres gewesen. Insgesamt waren wir über 20 Kolleginnen und Kollegen. Und als ein Punkt dieser Auszeichnung konnten wir auch eine Reise nach Venedig wahrnehmen. Und diese Reise war sehr intensiv. Es waren sehr intensive 4 Tage, ein Erlebnis, das ich, glaube ich, auch niemals vergessen werde. Ich bin gelernte Konditorin, habe dort 11 Jahre im Beruf gearbeitet und habe dann gemerkt, ich brauche eine berufliche Veränderung, habe eine neue Perspektive gesucht, habe in der Umgebung geguckt, wo man gut arbeiten kann, wo man gut Geld verdient, das ist nun halt mal so. Und habe mich bei DHL beworben und bin auch sofort genommen worden. Ich bin im Jahr 2007 zu DHL gekommen, habe angefangen bei Security und bin im Jahr 2010 in Equipmentraum und da bin ich heute noch. Angefangen bei DHL habe ich im Jahr 2007 als einer der ersten Auszubildenden zum Beruf Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung und in meinen 16 Jahren bei DHL hatte ich auch die Möglichkeit, eine Zeit lang in Brüssel zu arbeiten. Mein Karriereweg war sehr anders, würde ich es jetzt formulieren, denn ich habe keine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. Ich hatte keine Erfahrung in der Logistik. Mein Bildungsweg ist eine abgeschlossene Kochlehre, die ich 2007 dann auch abgeschlossen habe. Und ich habe hier das Angebot des Quereinstiegs genutzt. Ein Angebot, das der Arbeitgeber hier wirklich großflächig anbietet und das auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, auch eine Chance gegeben hat, sich hier komplett neu zu orientieren und beruflich weiterzuentwickeln. Das Besondere hier am Hub, da gibt es so viele Sachen. Erstmal meine Kollegen, ganz, ganz wichtig, weil wir uns alle aufeinander verlassen können und wir können gut miteinander arbeiten. Dann jeden Tag anderes. Es gibt nicht jeden Tag der gleiche. Es ist einfach jeden Tag anders. Und man kommt trotz der Zeit immer mit einem Lächeln her. Also auch wenn man schlechte Laune hat, man kommt hier rein, man sieht seine Kollegen und zack, hast du gute Laune. Das Besondere für mich am Drehkreuz sind meine Kolleginnen und Kollegen. Im Team meistern wir tagtäglich alle Herausforderungen gemeinsam. Bewirb dich jetzt Auf anpacken-dhl.de Und werde Teil des Teams. Und werd auch du ein Teil unseres Teams. Und werde auch du Teil unseres tollen Teams. Und werde auch du Teil des Teams.